Ja, herzlich willkommen heute Morgen bei allerschönstem ganz kalten Winterwetter hier bei Cargold. Jetzt hier unser zweiter Film. Wir haben gerade bekommen aus dem näheren Umland BMW Z8 und zwar ein Alpina. Alpina ist besonders selten, weil da gibt es nur 555 Autos, die gebaut wurden, von insgesamt 5500 BMW Z8. Das Besondere beim Z8 ist ja, der ist ja eigentlich nachempfunden, dem BMW 507 war ja sein legendärer Vorgänger. Wenn Paul vielleicht mal kurz einen Schwenk macht an die Wand da drüben, das ist ein 507, den haben wir verkauft vor ein paar Jahren, könnt ihr sehen, bei uns in Oberbayern auf einer schönen Straße, das hat man dem nachempfunden. Kommt übrigens gleich da drüben nochmal, ist noch ein Z8, das ist ein normaler Z8, einer von 4.500 oder von 5.000 und das ist halt eben einer von den seltenen Alpina. Ich sage mal, die Geschichte vom BMW Z8 ist ja doch relativ interessant. Die sind erst hochgegangen im Preis, dann hatten sie eine ganze Zeit einen Durchsacker und im Moment sind die also ganz, ganz stramm am Limit und steigen immer weiter kontinuierlich an. Wir haben, ich glaube, dieses Jahr, was jetzt zu Ende geht, ich glaube 8 oder 10 Stück verkauft von den Autos. Jeden, den wir hatten, der war immer relativ schnell verkauft. Und das Schöne an diesem Z8 Alpina ist, er hat diese wunderschöne Farbkonstellation. Das macht übrigens auch einen Wert von so einem Auto aus. Wenn das Auto Silber ist, ist er ein bisschen weniger wert, weil davon die meisten gebaut wurden, über 3000 Stück. Und dieser hier ist sehr, sehr selten. Ich muss da mal gucken, das ist einer der letztgebauten überhaupt. Die Nummer 423 von 555 gebauten. Das ist diese Plakette hinten. Roadster könnt ihr hier sehen. Der Wagen ist aus dem Jahr 2003. Das heißt, das ist die letzte Bauserie. Im Jahr 2003 hat man dieses Projekt dann beendet. Man hat immerhin 5500 dieser Autos gebaut, wohingegen ein BMW 507, da gibt es nur 254 Fahrzeuge, dann war Schluss. Deswegen kosten diese Autos heute auch bis zu 2 Millionen Euro, sind sehr, sehr gesuchte Sammlerstücke, ist ein total legendäres Auto. Ich bin aber der Meinung, dass der Wagen genau auf dem Weg ist. Also, was ich wichtig finde bei dem Auto, ich habe hier so ein paar Unterlagen. Der Wagen ist nach Minneapolis geliefert worden in die USA. Die Z8 Alpina sind ja fast alle für den amerikanischen Markt gebaut worden. Er hat eine Automatik, also eine Automatik anders als beim normalen Z8, der ist ja geschaltet. Der normale Z8 hat auch den M-Motor, er hat die etwas normalere Maschine hier, die ist aber auch unempfindlicher, hat aber dafür auch nur 381 PS, er hingegen hat 400 PS mit der M-Maschine. Und das Tolle an diesem Wagen ist, also einmal dieser wunderschöne Erhaltungszustand, der ist sehr, sehr gepflegt, der Wagen, hat erst original 34.600 Kilometer gelaufen und hat dieses schöne zweifarbige Armaturenbrett, innen auch das zweifarbige Leder. Schaut euch das mal an und das ist wirklich in einem ganz, ganz tollen Erhaltungszustand. Der Wagen ist immer gepflegt worden, er hat jetzt auch in der Sammlung gestanden. Wir suchen ja ständig solche Z8, wie gesagt, weil die selten sind. Und als Alpina könnt ihr übrigens auch gut erkennen, vorne hier an den Felgen. Das sind die Original-Alpina-Felgen, hat der also serienmäßig auch gehabt. Die Originalen sehen ein bisschen anders aus. Und ja, ich habe hier das Carfax, No Accident, das heißt, das Auto hatte keinen Unfall. Das steht immer hier oben. Ein Vorbesitzer in Minneapolis, dann ist das Auto im Jahr 2009 hier rübergekommen und hat so lange jetzt dem jetzigen Eigentümer gehört und 34.000 Kilometer Laufleistung ist ja nicht sehr viel. Und man muss auch, wenn man sich das anguckt, der Wagen ist wirklich ganz hervorragend gepflegt. Ja, er hat hinten die Überrollbügel, also ist natürlich sehr viel moderner als sein Vorgänger BMW 507. Wenn es mal einen Überschlag gibt, kann man es hier drin überleben. Er hat auch moderne Gurte, hat einen 507 damals auch nicht gehabt, das gab es einfach nicht. Und dann finde ich, dass er innen drin ein wunderschönes Retro-Design hat. Vielleicht noch interessant, hier vorne dickes Gutachten von dem Auto. Und da kann man auch sehen, dass der Wagen sich in einem perfekten Zustand befindet. Hier, also das Gutachten bewertet sich Note 1, Wert 370.000 Euro. Das wollen wir nicht haben. Das Auto liegt bei uns bei 315.500, ist aber im Steigen inbegriffen. Also da gehen wir im Moment von aus, das ist der Markttrend. Und ich sage mal, es gibt sehr wenig Schwarze mit schwarz-beige Leder innen. Das sieht sehr dezent, sehr fein, sehr edel aus. Ja, und der Pflegezustand ist toll. Wir haben ihn einmal richtig schön aufgearbeitet, schön poliert. Der kam schon gut an hier bei uns. Aber schaut euch das mal an, der Wagen ist ja fast in einem Jahreswagenzustand. Ich mache euch jetzt auch mal die Haube auf, dass ihr mal sehen könnt, wie so ein 8-Zylinder-Motor aussieht. So, das ist der Hebel.
Schaut mal hier. V8-Maschine, 381 PS. Die Autos laufen knapp 260 Stundenkilometer. Hat auch schon hier diese Quertraverse, die ist wichtig, weil der vorne ein bisschen weich war, manchmal am Vorderwagen. Das hat man später eingebaut hier, um den Vorderwagen zu stützen. Das ist aber dann praktisch ab Werk von den Werkstätten gemacht worden. Er hat eine 4,8 Liter Maschine. Hier steht auch der Schriftzug Alpina. Ja, das macht einen guten Z8 aus. Er ist, soweit wir das gesehen haben, unfallfrei. So auch im Carfax, und er hat einen ganz, ganz tollen Pflegezustand. Er hat auch vorne keine Einschläge oder so von einer hohen Geschwindigkeit von Steinchen auf der Autobahn, sondern ist sehr, sehr gepflegt. Das ist wirklich ein tolles Auto, was ich euch empfehlen kann. Und Alpinas gibt es nicht viel. Die sind etwas gesuchter auch als die normalen. Wir können ja gerne uns mal den normalen Z8 anschauen, den haben wir da drüben auch. Wir haben im Moment diese beiden Z8 hier bei uns im Bestand, der ist auch gerade gekommen. Der hat ein bisschen mehr gelaufen, der hat 56.000 Kilometer gelaufen, hat 400 PS, ist aber meines Wissens auch mal in Amerika gewesen. Und wenn ihr da mal reinguckt, ich gehe hier kurz mal rum, also auch ein sehr sauberes Auto, nicht auch sehr gepflegt, hat aber die 6-Gang-Schaltung, könnt ihr hier vorne sehen. Auf der Mittelkonsole hat der Alpina ja Automatik und ist halt silberschwarz. Also dadurch ist das Auto auch deutlich weniger wert als ein Alpina. Silberschwarz ist auch die relativ häufigste Farbkonfiguration. Da sind über 3000 Fahrzeuge von gebaut worden. Ja, er hat die normalen Felgen, wie es beim normalen Z8 der Fall war. Jetzt muss ich mal fragen, welchen Preis rufen wir hier eigentlich auf? Weiß ich gar nicht. Ach so, ja. Höre ich jetzt gerade, kostet 217.500 €. Also im Moment, was sich so entwickelt, die ganzen letzten Jahre, ist das eine ganz stabile Wertanlage. Ein sicheres Invest, und das Tolle an so einem Z8 ist, den könnt ihr ja richtig scharf fahren. Das ist diese M-Maschine, läuft ja toll. Der ist schnell, der läuft 250 Stundenkilometer, hat ABS, Airbag hat er auch, das hat er ja alles schon. Und das Auto ist jetzt ungefähr 20 Jahre alt. Nicht? Die sind gebaut worden von 2000 bis 2003, war damals eine Riesenidee. Ihr könnt es ja an der Wand sehen, da sein Vorgänger, der 507. Das Auto ist ja praktisch identisch damit, also man kann es auch wiedererkennen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz stabiler Oldtimer. Und ich höre das immer bei bekannten Sammlern sagen, so, jeder muss so ein Z8 in der Sammlung haben. Das gehört einfach zum guten Ton. Und es gibt ja glücklicherweise 5000 von diesen Autos, insoweit ist das auch immer möglich. So, ich setze mich da jetzt mal rein. Oder ich kann euch, ja doch, ich zeige euch mal ganz gut, der Wagen ist nämlich, unser Alpina ist sehr, sehr gut dokumentiert. Das Auto ist also auch wie ein Sammlerstück behandelt worden. So, dann auch mal zumachen. So, also wichtig, Auto ist lückenlos Scheckheft gepflegt, ist alles schön abgestempelt worden. Das letzte jetzt gerade erst eine Inspektion gemacht worden, also vor 4 Wochen ist das gemacht worden. Hier lückenloses Scheckheft von BMW. Es ist alles eingetragen, was nötig ist bei dem Auto. Ist natürlich ein amerikanisches Heft, wie gesagt, der ist damals in die USA ausgeliefert worden, aber glücklicherweise da auch sehr gepflegt worden. So, dann haben wir hier die von Alpina Owners Manual, Betriebsanleitung, BMW Alpina Roadster V8. Ein V-Zylinder, das habt ihr gesehen, V-Motor vorne. Und hier auch nochmal die Unterlagen, wie man so ein Auto bedient. Alles natürlich in Englisch, aber das sind die Original-Bordunterlagen. Ist alles vorhanden. Hier übrigens in der Mittelkonsole ist die Handbremse. Dann links und rechts, das Auto hat Sitzheizung, was damals relativ neu aufkam, was ich gut finde beim offenen Auto. Es zieht auch nicht, weil er diesen ganz elegant gelösten Windschott hier vorne hat. Hat das Fahrzeug auch. Ja, dann zur Bedienung, man muss hier bei der Automatik drücken, das gibt es ja heute auch öfter. Hat ein normales, weiß gar nicht, hat der 5-Gang-Automatik? Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Da ist die Verrielung der Türen, da geht das Verdeck auf und zu. Und er hat auch einen Hardtop mit Ständern. Und meistens fährt man ja nicht Hardtop. Wenn er da drüben mal guckt, er hat das Hardtop gerade drauf. Ich finde nur, dass das Auto ohne Hardtop ein bisschen besser aussieht. Ja, dann diese wunderschön angeordneten originalen Instrumente hier. Hat einmal Drehzahlmesser, der bis gut 6000 Umdrehungen geht. Dann Tachometer bis 280, also das Auto fährt auch 250, 260. Die sind sehr, sehr schnell, die Autos. Und er ist auch in 5 Sekunden auf 100. Also wir sind jetzt heute nicht gefahren, es hat heute Nacht Frost gegeben. Da möchte ich nicht rausgehen mit dem Wagen. Haben wir hier einen Schlüssel zum Anmachen? Ach ja, richtig. Wollen wir einmal mal einen Soundcheck machen.
So, hier blinkt alles. Schaut mal, jetzt machen wir mal an. Das war jetzt nicht gut. Batterie ist nicht stark. Nee. Muss ich, ne? Ah, da ist er. Also hört euch mal diesen tollen Sound an. Super. Man merkt, wie kraftvoll die 8-Zylinder-Maschine ist. Das ist ein tolles Aggregat, der fährt sich wirklich gut. Fährt sich auch sehr handlich. Das habt ihr ja, wir haben ja schon mehrere Filme gemacht zu so einem Z8. Hat dieses elegante, feine Lenkrad. Auch hier kann man immer wieder sehen, dass es eine Alpina ist. Kann man in der Lenkradmitte erkennen. Ja, schön eingefasstes Lederlenkrad mit Pedals hoch und runter. Ja, das machen wir mal aus. Also laufen tut er gut, klingt ganz, ganz gesund und ist wirklich ein außergewöhnlich gepflegter Wagen. Also das muss man wirklich sagen. Gut, das tun wir nachher rein. Man sieht auch übrigens hier auf dem alles Alpina. Das ist halt eben der Unterschied. Alpina ist halt was Besonderes und auch vom Wert. Also die Autos, die werden eines Tages das doppelte Wert haben wie da drüben der normale, weil es halt ein Alpina ist. Kann man auch an den beiden Farben hier erkennen. Und dann kommt dazu, dass er die Farbe schwarz hat und schwarz-beige innen, finde ich sehr edel. Und wenn ihr euch mal im Detail die Sitze hier anguckt, die sind sehr, sehr gepflegt. Die sind nicht abgewetzt, nicht plattgesessen, gar nichts. Auch die Türverkleidung, die befinden sich in einem hervorragend gepflegten Zustand. Also der Wagen hat wirklich nur so wenig gelaufen und er ist immer sehr, sehr gepflegt worden. Und Minnesota, wo er herkommt, liegt ja auch nicht so weit im Süden, dass er Trockenprobleme gehabt haben kann. Also auch das nicht. So, haben wir hier, was ist das zur Öffnung hier noch gleich die Fensterheber? Das sind die Fensterheberchen, ganz niedlich hier abgeschaltet. Hier ist die Spiegeleinstellung vorne, hinten. Und wo war jetzt noch hinten? Das hatte ich, ach hier hinten. Da geht der Tankdeckel auf da vorne und oben drüber die Haube und da unten geht es der Haubenzug für vorne für den Motor. Ja, so zum Z8 haben wir soweit erstmal alles erklärt. Wie gesagt, dickes Gutachten ist vorhanden von Dekra, was auch die Kilometer belegt und von unten fotografiert, was also auch noch bestätigt, dass das ein wirklich sehr, sehr guter Wagen ist. Das muss ich auch, also ich muss auch sagen, der gehört, wir haben bestimmt schon in unserer Laufzeit 25 bis 20 dieser Autos verkauft, 20, 25 Fahrzeuge und der gehört zu den oberen 10%. Der ist ganz toll gepflegt. Wir haben auch schon mal Autos gehabt, die sind da nicht so toll gepflegt. Ich habe mal einen verkauft für 160.000, der war rot. Der hatte mehr gelaufen, aber ich kann euch sagen, dass viele Leute das Auto auch tatsächlich richtig nutzen. Das ist ja moderne Technik mit einem modernen 8-Zylinder-Motor. Den könnt ihr jeden Tag im Straßenverkehr fahren. Es gibt Leute, die machen das. Und dann hat so ein Auto 150.000, 170.000 gelaufen, ist aber immer noch sehr wertvoll. Also durchaus auch wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich wirklich eine Überlegung, so einen Wagen zu fahren. Das ist täglich möglich mit dem. Der ist total im Alltagsgebrauch einzusetzen. Hat 4 ganz starke Scheibenbremsen, logischerweise braucht er das. Und Gewicht von dem Auto ist, glaube ich, 1,6 Tonnen, wenn ich das richtig weiß. 5 Sekunden auf 100, super Leistung und vor allen Dingen wunderschön. Vielleicht noch mal zum Heck. Schaut mal hier, jetzt ist der Deckel zugemacht worden. Dann kann ich euch mal zeigen, hat natürlich kein übermäßig großes. Da muss man vorne links drücken, dann springt hinten auf. Auch hinten könnt ihr ihn erkennen am Alpina-Zeichen. Und woran er noch zu erkennen ist, er hat rote Rücklichter. Die Deutschen haben die zweifarbig, gelb und rot, und die Amerikaner haben sie nur rot. Da könnt ihr immer ein US-Auto erkennen. Und hinten wieder der Schriftzug Alpina. Ja, und da drin haben wir sogar noch ein Alpina Paletot. Also auch Kofferraum, ich glaube, der ist nie benutzt worden. Der ist ja wirklich neuwertig. Ist halt beige, ist immer ein bisschen empfindlich, aber sieht natürlich auch edel aus. Also wirklich ein tolles Auto. Ja, ich denke, dass ich euch soweit alles gesagt habe zum BMW Z8. Gleiches Fahrzeug haben wir da drüben stehen, in Silber, auch ein sehr, sehr schöner Wagen, aber als normaler, ist aber fast 100.000 Euro günstiger. Macht halt einen großen Unterschied, ob ich einen schwarzen Alpina habe oder einen silbernen normalen Z8, aber auch der ist selten und gesucht, auch den könnt ihr genauso einsetzen wie ihn, aber er hat halt eine Schaltung. Ja, soweit heute Morgen unser erster Film aus Hamburg, direkt am Flughafen. Es hat mich gefreut, dass ihr mal wieder zugeschaut habt und ich hoffe, ich kann euch demnächst noch viele tolle Filme machen. Wir machen nachher weiter. Paul, vielleicht zeigst du was da unten für tolle Autos schon stehen. Wir haben einen Lagonda M45, wir haben einen Flachkühler-Cabrio in Anthrazit da unten, 3.5er restauriert. Dann haben wir den grünen Aston Martin DB6, den werden wir nachher auch referieren.
Auch ein wunderschön restaurierter Wagen mit Dokumentation, mit allem. Wir haben halt eben hier für Autos, ist das hier wirklich ein Mekka. Das hat diese ganz tollen Räumlichkeiten hier, die übersichtlich sind. Wir haben eine super Beleuchtung hier. Das war ja Vorgabe bei Bentley und McLaren, dass sie super Licht an der Decke haben. Es war alles natürlich neuwertig drin und das hilft natürlich unseren Autos hier auch. Ja, erstmal soweit. Das war der Film über den BMW Z8 Alpina. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan Luftschütz. Bis dann. Okay und ciao.